Sie war eine ganz normale Studentin. Freundlich, fröhlich, offen und kontaktfreudig. Sie und ihr Freund wirkten wie ein junges Paar wie 1000 andere. Doch hinter dieser äußeren Normalität verbarg sich etwas Beunruhigendes. In wenigen Stunden würde sich alles, was harmlos schien, in eine Tragödie verwandeln. Was hatte sie dazu getrieben? Neid, Eifersucht oder eine kalte Berechnung? Diese Geschichte handelt nicht nur von einem Verbrechen. Sie erzählt von Verrat, Schweigen und den Folgen, die nicht rückgängig gemacht werden können. Dieses Verbrechen schockierte ein ganzes Land. Und vieles daran wirft bis heute Fragen auf. Es war etwa 6:30 Uhr am Morgen, ein scheinbar ganz normaler Mittwoch, der 5. März. Die Bintara-Autobahn in Jakarta, Indonesien, war bereits mit dem morgendlichen Verkehrsstrom gefüllt. Unter den Fahrern befanden sich 2 professionelle Kranführer, die in Richtung Pondok Indah unterwegs waren. Als sie die belebte Straße entlang fuhren, fiel dem Blick eines der Männer etwas Seltsames auf. Ein Gegenstand, der zwischen Asphalt und Gras lag. Zuerst dachte er, es handele sich um eine weggeworfene Schaufensterpuppe. Doch seine Neugier siegte. Er hielt den LKW an, fuhr ein Stück zurück und stieg aus, um nachzusehen. Was er sah, war schrecklicher, als er es sich hätte vorstellen können. Es war keine Schaufensterpuppe, sondern ein menschlicher Körper. Das Gesicht war bläulich verfärbt, die Haare zerzaust, der Leichnam trug ein weißes Hemd und eine schwarze Hose. Am linken Arm befand sich ein rotes Gummiarmband mit der Aufschrift Java Jazz. Der Zustand der Leiche war so schlimm, dass der Mann das Gesicht nicht erkennen konnte. Erschüttert rannte er zurück in die Fahrerkabine seines Lastwagens und rief die Polizei. Nur wenige Minuten später trafen die Streifenpolizisten ein. Sie deckten die Leiche sofort mit einem Laken ab. Kurz darauf kamen auch die Ermittler der Kriminalpolizei hinzu. Das Gesicht der Verstorbenen war blau und fast nicht mehr zu erkennen. Es war bereits von Fliegen bedeckt. Überraschenderweise war jedoch kaum ein Leichengeruch wahrzunehmen. Der Verdacht fiel sofort auf das Schlimmste. Wahrscheinlich war die junge Frau erwürgt und anschließend am Straßenrand abgelegt worden. Die Leiche wurde sofort zur Obduktion und Identifizierung in ein Krankenhaus gebracht. Dank ihrer Fingerabdrücke und einem charakteristischen roten Armband konnte das Opfer recht schnell identifiziert werden. Es handelte sich um Ade Sara Angelina Suroto. Sie war erst 19 Jahre alt. Eine wichtige Rolle bei ihrer Identifizierung spielte das nationale System elektronischer Pässe, das die obligatorische Abnahme von Fingerabdrücken jedes Bürgers vorschreibt. Dadurch kann die Identität auch in Fällen, in denen die Person nicht mehr äußerlich zu erkennen ist, schnell festgestellt werden. Das rote Gummiband gab ebenfalls einen Hinweis. Es stammte von einem lokalen Jazzfestival, das Ade Sara nur wenige Tage zuvor besucht hatte. Dies wurde schnell bestätigt, nachdem ihre Identität festgestellt worden war. Die Polizei aus Bekasi kontaktierte die lokalen Behörden an ihrem Wohnort, im Bezirk Rawamangun in Ostjakarta. Ade Sara war eine begabte Studentin und studierte Psychologie. Sie interessierte sich für die deutsche Sprache und besuchte regelmäßig Abendkurse an einem Institut in Jakarta. Sie war die einzige Tochter von Herrn Suroto und seiner Frau Elisabeth. Sie sahen sie zum letzten Mal, als sie am 3. März das Haus verließ, um zu ihrem Deutschkurs zu gehen. Für die Polizei war es eine der schwierigsten Aufgaben. Sie musste Ade Saras Eltern persönlich die schreckliche Nachricht überbringen. Die Ergebnisse der Obduktion brachten die grausame Wahrheit ans Licht. Ade Saras Körper wies zahlreiche Verletzungen auf. Spuren schwerer Schläge mit einem stumpfen Gegenstand, die ihr kurz vor dem Tod zugefügt worden waren. Die Todesursache war Ersticken. Es gab keinen Zweifel. Es handelte sich um Mord. Am Tag zuvor, dem 2. März, hatte Ade Sara das Java Jazz Festival besucht. Wie viele andere Studenten hatte sie dort eine schöne Zeit verbracht und sogar einen Beitrag über das Ereignis in den sozialen Netzwerken gepostet, ohne zu ahnen, welches Schicksal sie erwartete. Für Ade Saras Vater, Herrn Suroto, war die Nachricht ein Schock, zumal er gerade erst eine Vermisstenanzeige für seine Tochter aufgegeben hatte, als die Polizisten mit der furchtbaren Nachricht vor der Tür standen. Am Morgen des Montags, dem 3. März 2014, verabschiedete sich Ade Sara von ihrem Vater, der sie zur Station Klender fuhr. Von dort aus wollte sie zu ihrer Universität fahren. Am Abend hatte sie um 18:30 Uhr einen Deutschkurs am Institut. Das war das letzte Mal, dass ihre Eltern ihre Tochter lebend sahen. Einigen Quellen zufolge hatte sie an diesem Tag erwähnt, dass sie bei einer Freundin übernachten würde. Am nächsten Tag, dem 4. März, dachte ihr Vater zunächst,
dass der Akku ihres Handys einfach leer sei. Er hoffte, sie später erreichen zu können, aber als er bis 22 Uhr keine Nachricht von ihr erhalten hatte, begann er sich ernsthaft Sorgen zu machen. Von Unruhe erfasst, machte er sich auf die Suche, überprüfte alle möglichen Orte, an denen sie sein könnte, und befragte ihre Bekannten, doch niemand wusste, wo sie sich aufhielt. Am nächsten Tag meldete die Familie sie als vermisst. Als Adessaras Eltern gebeten wurden, die Leiche zu identifizieren, konnten sie nicht erkennen. Ihr Gesicht war stark entstellt, ihr Körper übersät mit Wunden. Die Angehörigen blieben mit Schmerz und vielen Fragen zurück. Was war mit Adessara in ihren letzten Stunden geschehen? Und wer konnte ein so grausames Verbrechen begangen haben? Es stellte sich heraus, dass Adessara am 3. März nicht zu ihrem Deutschkurs erschienen war. Ihre Lehrerin, die 22-jährige Nadia Amanda Prativi, begann sich Sorgen zu machen. Adessara war nie zu spät gekommen. Bis 20 Uhr versuchte Nadia zweimal, sie anzurufen, aber ohne Erfolg. Niemand nahm ab. Die Ermittler begannen, die Freunde zu befragen und stießen bald auf einen wichtigen Hinweis. Es stellte sich heraus, dass Adessara einer Freundin geschrieben und erwähnt hatte, dass sie sich mit einem Mädchen namens Asifa an der Station Gondang Dia treffen würde. Die 18-jährige Asifa hatte sie um Rat bezüglich der Anmeldung zu einem Deutschkurs gebeten. Die Situation wurde jedoch dadurch erschwert, dass Asifa mit Adessaras Ex-Freund Hafid zusammen war, einem jungen Mann, den Adessara auf jede erdenkliche Weise zu vermeiden versuchte. Adessara und Hafid hatten eine schwierige Vergangenheit. Beide waren 19 Jahre alt und gingen auf dieselbe Schule. Ihre Beziehung dauerte etwa ein Jahr, bis Adessara von Hafids Untreue erfuhr. Er weigerte sich, seine Schuld einzugestehen, und schließlich trennten sie sich. Später versuchte Hafid, die Beziehung wieder aufzunehmen, aber Adessara blieb unnachgiebig. Sie wollte nicht zurückblicken. Laut Adessaras Mutter Elisabeth machte Hafid den Eindruck eines höflichen, freundlichen, fürsorglichen und sehr romantischen jungen Mannes. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie. Sein Vater war Arzt. Sie wusste, dass Adessara sich von Hafid getrennt hatte, nachdem sie von seinem Seitensprung erfahren hatte. Später erzählte die Deutschlehrerin Nadia der Polizei bei einer Befragung, dass Adessara ihr anvertraut hatte, wie schwer die Trennung für sie gewesen sei, und dass Hafid eifersüchtig, aufdringlich und besitzergreifend gewesen sei. Während ihrer Beziehung konnte er liebevoll und fürsorglich wirken, doch hinter seiner Zärtlichkeit verbarg sich ein krankhaftes Bedürfnis, alles zu kontrollieren. Möglicherweise war der Betrug der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und die Trennung die lang ersehnte Befreiung aus den erstickenden Fesseln. Adessara wollte jeglichen Kontakt zu ihm vollständig abbrechen. Sie löschte alle gemeinsamen Fotos von ihrem Handy und war fest entschlossen, weiterzumachen. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Hafid hatte jedoch nicht vor, nachzugeben. Seine Versuche, sie zurückzugewinnen, glichen eher einem obsessiven Stalking. Die unterschiedlichen religiösen Ansichten bestärkten Adessara nur noch mehr in ihrer Entschlossenheit, diese Beziehung zu beenden. Aber Hafid belästigte sie weiterhin in den sozialen Netzwerken und ging sogar so weit, einen Hacker zu beauftragen, ihre Konten zu knacken. Obwohl er bereits eine Beziehung mit Asifa hatte, suchte Hafid weiterhin den Kontakt zu Adessara, und Asifa wusste davon. Nach einem für den 3. März vereinbarten Treffen wurde Adessara nicht mehr gesehen. Ihre Freundin aus dem Deutschkurs Adi schlug ebenfalls Alarm. Am nächsten Tag veröffentlichte sie ein Foto der jungen Frau in den sozialen Netzwerken mit der Bildunterschrift »Vermisst zuletzt gesehen am 3. März nachmittags am Bahnhof Gondang Dia«. Diese neuen Informationen veranlassten die Polizei, sich Adessaras Ex-Freund Ahmad Imam al-Hafid oder einfach Hafid genauer anzusehen. Die Ermittler vermuteten, dass seine obsessive Fixierung auf sie in Verbindung mit der Tatsache, dass seine derzeitige Freundin Asifa sich genau am Tag ihres Verschwindens mit Adessara getroffen hatte. Kein Zufall war, am 5. März besuchten die Ermittler erneut das Krankenhaus, um die Ergebnisse der Autopsie von Adessara zu erhalten. Dort befragten sie auch ihre Freunde, die sich im Krankenhaus versammelt hatten, um sich von ihrer geliebten Freundin zu verabschieden. Sie beschrieben sie als eine gute, lebensfrohe und sehr freundliche junge Frau.
Die Atmosphäre im Krankenhaus war bedrückend. Trauer und Verwirrung lagen in der Luft. Die Ergebnisse der Autopsie enthüllten schreckliche Details über die letzten Stunden von Adesaras Leben. Als sie gefunden wurde, wies ihr Körper Blutergüsse an Armen, Hals und Beinen auf. Ihr Gesicht war bläulich verfärbt, kaum mehr zu erkennen, und ihr Mund war mit Zeitungspapier gestopft. Die Todesursache war Ersticken. Ein Stück Zeitungspapier hatte sich in ihrem Hals verfangen. Zahlreiche Blutergüsse deuteten darauf hin, dass sie mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen worden war. Nach dem Gutachten der Gerichtsmediziner dauerte die Folter über mehrere Stunden an, bis der Tod eintrat. Unter denen, die ins Krankenhaus kamen, um sich von Adesara zu verabschieden, waren ihr Ex-Freund Hafid und seine derzeitige Freundin Asifa. Beide wirkten schockiert, sprachen ihr Beileid aus und veröffentlichten sogar wütende Posts in den sozialen Netzwerken, in denen sie denjenigen verfluchten, der für den Tod von Adesara verantwortlich war. Hafid wirkte besonders niedergeschlagen und traurig und mischte sich unauffällig unter die trauernden Freunde. Bei der Befragung stellte die Polizei jedoch fest, dass Hafid kein überzeugendes Alibi für den Abend von Adesaras Verschwinden hatte. Einige Quellen berichteten auch, dass er eine Bisswunde an der Hand hatte. Bereits am nächsten Tag, dem 6. März, verhaftete die Polizei Hafid um 16 Uhr, direkt im Krankenhaus, während er weiterhin öffentlich um das Opfer trauerte. Unter dem Druck der Beweise gestand Hafid ziemlich schnell seine Tat. Er gab zu, dass seine Freundin Asifa an dem Verbrechen beteiligt war. Sie wurde eine Stunde später verhaftet. Was die Ermittler besonders erschütterte, war, dass keiner der Verdächtigen auch nur einen Funken Reue zeigte. Bei den Verhören lächelten sie und zeigten eine beunruhigende Gleichgültigkeit gegenüber der Schwere ihrer Tat. Hafid und Asifa gestanden, dass Adesara im Innenraum eines kleinen Kia Visto auf dem Weg von Südjakarta nach Ostjakarta getötet worden war. Sie wurde mehrere Stunden lang brutal geschlagen und gefoltert, bis sie erstickte. Weitere Ermittlungen halfen, die schreckliche Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Vom Moment, als Hafid und Asifa Adesara in die Falle lockten, bis zu ihrem qualvollen Tod. Die tragischen Ereignisse des 3. März verliefen mit erschreckender Präzision. Der Plan, der zu Adesaras Tod führte, war von Hafid im Voraus ausgearbeitet worden. Er bat seine Freundin Asifa, unter dem Vorwand, Deutschunterricht zu geben, ein Treffen mit Adesara zu arrangieren. Der Plan sah vor, dass sie sich am Bahnhof treffen und gemeinsam zum Unterricht gehen sollten. Hafid behauptete, dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, Adesara zu sehen, da sie sich geweigert habe, sich mit ihm zu treffen. Asifa gab später zu, dass sie und Hafid geplant hatten, Adesara zu entführen und möglicherweise gemeinsam zu töten. Das Treffen fand gegen 17:30 Uhr statt. Als Adesara auf Asifa zuging, war sie freundlich und dankbar. Doch bald tauchte Hafid auf, der angeblich zufällig in der Nähe war, und bot an, sie mitzunehmen. Es ist unklar, was Asifa genau gesagt hat, aber irgendwie gelang es ihr, Adesara zu überreden, ins Auto zu steigen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Verdacht. Im Gegenteil, Hafid fuhr die Mädchen tatsächlich zum Ort ihres Deutschunterrichts in Zentraljakarta. Beide stiegen aus dem Auto aus. Dann inszenierten Hafid und Asifa einen vorgetäuschten Streit, in dessen Verlauf er von Asifa verlangte, wieder ins Auto zu steigen. Diese wandte sich angeblich unter Tränen an Adesara und bat sie, ihr nicht zu erlauben, mit Hafid allein zu fahren. Was genau sie sich in diesem Moment sagten, ist nicht bekannt. Doch vielleicht empfand Adesara Mitleid mit dem Mädchen, als sie sich an ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen mit Hafid erinnerte, von der Szene des Streits bewegt, entschied sie sich, die beiden nicht allein zu lassen und stieg zu ihnen ins Auto. Doch sobald Adesara im Auto saß, begann ein wahrer Albtraum. Die Situation änderte sich schlagartig. Hafid und Asifa begannen Adesara zu schlagen. Aus Angst, sie könnte fliehen, schlug Asifa eine geniale Methode vor, um sie festzuhalten, sie zu überreden, sich auszuziehen. Ihrer Vorstellung nach würde die Scham, in einer konservativen Gesellschaft ohne Kleidung dazustehen, sie dazu bringen, im Auto zu bleiben. Asifa versuchte sogar, Adesara selbst auszuziehen, doch diese wehrte sich und zog es vor, sich selbst auszuziehen, um der Demütigung zu entgehen. Gegen 19 Uhr eskalierte die Gewalt. Hafid trat Adesara mit dem Fuß gegen den Hals, schlug sie mit den Händen und versetzte ihr dann mehrere Schläge mit einem Elektroschocker. Auch Asifa beteiligte sich an der Misshandlung, sie schlug Adesara mit ihren Schuhen.
Um ihre Schreie zu unterdrücken, stopfte Asifa ihr den Mund mit Zeitungspapier. Nach den Geständnissen der Täter führte die Misshandlung schließlich dazu, dass Adesara das Bewusstsein verlor. Gegen 21:25 Uhr überprüfte Asifa ihren Puls, ihr Herz schlug nicht mehr. Sie spürte auch keine Atmung mehr. Ironischerweise begannen genau in diesem Moment, so die Verdächtigen, Probleme mit dem Auto. Das Fahrzeug hatte im Laufe der Nacht mehrere Pannen. Das Paar geriet in Panik, da es nicht wusste, was es mit der Leiche tun und wie es seine Tat vertuschen sollte. Asifa versuchte, Adesaras Leiche zu verstecken, indem sie aufrecht hinsetzte, den Kopf leicht zur Seite geneigt, damit es so aussah, als würde sie schlafen. Die erste Panne ereignete sich in der Nähe der Apartments in Kemajoran, wo Hafid versuchte, einen Taxifahrer um Hilfe zu bitten, um die Batterie aufzuladen. Aber nach nur 200 Metern blieb das Auto erneut stehen. Das wiederholte sich immer wieder. Das Auto hatte die ganze Nacht über mehrere Pannen, sie fuhren weiter, vermutlich mit Adesaras lebloser Gestalt auf dem Rücksitz. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies ihre eigene Version der Ereignisse ist. Das Einzige, was sicher ist, ist die Chronologie. Mit hoher Wahrscheinlichkeit verbreiteten sie selbst diese Version, um ihr Handeln in einem günstigeren Licht erscheinen zu lassen. Es ist nicht auszuschließen, dass Adesara noch lebte und zwischen Bewusstsein und Bewusstlosigkeit schwankte, während sie ihre dunklen Machenschaften fortsetzten. Gegen 2 Uhr nachts, als sie durch Kemajoran fuhren, hatte das Auto erneut eine Panne. Zu diesem Zeitpunkt zog Asifa Adesara ihre eigenen Kleider an. Um 11 Uhr morgens am 4. März rief Hafid einen Freund an, damit dieser ihm mit der Batterie half. Als der Freund ankam, fragte er, wer auf dem Rücksitz sitze. Hafid sagte ganz gelassen, dass es sich um eine Leiche handle. Der Freund hielt dies für einen makabren Scherz und reagierte nicht. Als das Auto wieder ansprang, suchten sie nach einer Autowerkstatt, konnten jedoch keine in der Gegend finden. Erst um 17:30 Uhr fanden sie eine Werkstatt in Salemba. Die ganze Zeit über blieb Adesaras Leiche auf dem Rücksitz liegen, bedeckt mit einem Paschmina-Schal, der Asifa gehörte. Nachdem das Auto repariert war, setzten sie ihre Fahrt fort, um Adesaras Leiche zu beseitigen. Irgendwann schalteten sie ihr Mobiltelefon aus, um ihren Aufenthaltsort zu verbergen. Um 21 Uhr fuhren sie auf die mautpflichtige Straße Bekasi Bintara. Bei Kilometer 49 warfen sie Adesaras Leiche ohne jedes Mitgefühl an den Straßenrand. Dann fuhren sie in Richtung Bekasi und entsorgten unterwegs verschiedene Beweise: Taschentücher, Zeitungsreste und Adesaras Geldbörse. Danach hielten sie an einem Laden, versuchten sich zurechtzumachen und warfen die restlichen Beweise weg: ihre Schuhe und ihre Tasche. Danach fuhren sie nach Hause. Nach Asifas Aussage befand sich die Leiche zum Zeitpunkt der Entsorgung bereits seit 21 Stunden im Auto. Nach dem brutalen Mord vergaß Hafid nicht, auch Adesaras persönliche Gegenstände zu beseitigen. Er warf nicht nur ihre Tasche und ihren Geldbeutel weg, sondern verkaufte auch ihr Mobiltelefon in einem Einkaufszentrum für 4 Millionen indonesische Rupien. Diese Information wurde vom Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Polizei von Bekasi bestätigt, der hinzufügte, dass Hafid vor dem Verkauf des Telefons sogar einen Freund um Rat gefragt habe. In der Zwischenzeit wurden auch Alje und Galang, 2 Freunde von Hafid, die mit ihm an derselben Universität studiert hatten, von der Polizei befragt. Nach den vorliegenden Informationen waren sie es, die die Leiche von Adesara in Hafids Auto gesehen hatten. Im Laufe der Ermittlungen wurden wichtige Beweise gefunden: Zeitungsfetzen, der Studentenausweis des Opfers, ihr Personalausweis, ihr Sparbuch, ihre Bankkarte sowie ein Elektroschocker. All dies wurde in einem Graben vor Hafids Haus entdeckt. Auch das Auto, ein Kia Visto, wurde beschlagnahmt. Unter den Sachbeweisen befand sich auch ein paar Damenschuhe, mit denen der Verdächtige laut Ermittlungen Adesara geschlagen hatte. Was war das Motiv für dieses Verbrechen? Nach Angaben der Polizei handelte Hafid aus Ressentiments und Wut. Adesara hatte nach der Trennung jeglichen Kontakt zu ihm abgebrochen. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass sie beschlossen hatte, ihr Leben weiterzuleben. Mit jedem Tag wuchs seine Verärgerung, und Adesara wollte ihn nicht zurückhaben. Das machte ihn wahnsinnig. Er wollte ihr eine Lektion erteilen und sie seinen Schmerz spüren lassen. Asifa hingegen hatte Angst, verlassen zu werden. Ihren Aussagen zufolge fühlte sie sich bedroht, dass Hafid zu Adesara zurückkehren könnte. In einigen ihrer Aussagen behauptete sie sogar, selbst Opfer geworden zu sein. Darauf gingen die Ermittler jedoch später gesondert ein.
Es ist bemerkenswert, dass es kaum überrascht, dass gerade Asifa vorschlug, Adesara zu demütigen, indem man sie entkleidete. Sie war es, die ihr eine Zeitung in den Mund stopfte, und das wurde letztlich zur Hauptursache für ihren Tod, trotz ihrer Behauptung, dass sie ursprünglich nur eine Entführung geplant hätten, sprechen der Besitz eines Elektroschockers und die lang anhaltenden Schläge eindeutig dagegen. Dass sie keine Hilfe holten, nicht versuchten, sie zu retten, sondern stattdessen ruhig ihr Handy verkauften, ihre Sachen wegwarfen und die Leiche wie Müll am Straßenrand zurückließen, zeigt eine erschütternde Kälte und Grausamkeit. Adesara wurde oft als schön und charismatisch beschrieben, genau wie ihre Mutter. Als ihre Leiche jedoch gefunden wurde, war sie so entstellt, dass selbst ihr Vater sie nicht erkennen konnte. So grausam war das begangene Verbrechen. Im Fall von Hafid und Asifa war es vielleicht nicht ihr ursprüngliches Ziel, sie zu töten. Sie wollten Adesara nur demütigen. Die gnadenlose, nachlässige Art und Weise, mit der sie die Tat vollendeten, ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass ihnen das Leben ihres Opfers gleichgültig war. Das wirft ernste Zweifel an ihren wahren Absichten auf. Selbst nach ihrer eigenen Darstellung der Ereignisse überprüften sie den Zustand von Adesara nicht, obwohl sie bewusstlos war. Das verstärkt nur die Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung. Während des Gerichtsverfahrens beendeten Hafid und Asifa ihre Beziehung und saßen im Gerichtssaal getrennt voneinander. Asifa versuchte, sich als unfreiwillige Teilnehmerin darzustellen, indem sie behauptete, sie habe aus Angst vor Hafid und den möglichen Folgen einer Weigerung gehorcht. Diese Version stand jedoch im deutlichen Widerspruch zu ihren ursprünglichen Aussagen, die sie während der Vernehmung gemacht hatte. Beide wurden des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden. In der Gerichtsverhandlung am 9. Dezember 2014 wurden Hafid und Asifa zu 20 Jahren Haft verurteilt. Während des Prozesses erklärte Asifa: Ich hatte niemals die Absicht, geschweige denn einen Plan, das Opfer zu töten. Ich habe keine Gegenstände vorbereitet, mit denen man sie hätte töten können. Diese Worte klangen wie ein verzweifelter Versuch, die Verantwortung abzuwälzen. Sie fuhr fort: Eigentlich habe ich nicht einmal daran gedacht und konnte mir auch nicht vorstellen, dass die Zeitung, mit der wir ihr nur den Mund stopfen wollten, damit sie nicht schreit, letztendlich zu ihrem Tod geführt hat. Asifa behauptete, dass Hafid der Hauptinitiator und Vollstrecker der Folterungen gewesen sei. Er habe angeblich mehrmals einen Elektroschocker eingesetzt. Sie stellte sich selbst als passive Teilnehmerin dar und gestand nur, dass sie Adesara eine Ohrfeige gegeben und geringfügige Handlungen begangen habe. Das war nicht meine Absicht, sagte Asifa. Ich habe auf Hafids Befehl gehandelt. In dem engen Raum des Autos, in einem Zustand der Angst und Unterdrückung, war ich verwirrt und wusste nicht, was ich tun sollte. Ihre Stimme zitterte, als sie die Angst und Panik beschrieb, die sie nach ihren eigenen Worten in dieser Nacht völlig überwältigt hatten. Asifa versuchte, sich als Opfer darzustellen, indem sie sagte: Als ich sah, wie Hafid sie misshandelte, schwieg ich einfach. Ich hatte Angst zu sehen, was er tat. In meiner Panik und emotionalen Instabilität tat ich einfach, was Hafid mir befahl, weil ich Angst hatte, dass er mir dasselbe antun würde. Angesichts des aufbrausenden, aggressiven Charakters von Hafid zeichnete ihre Aussage das Bild eines Mädchens, das von Angst unterdrückt und Manipulationen unterworfen war. Der Höhepunkt ihrer Geschichte ereignete sich nach der Urteilsverkündung. Augenzeugenberichten zufolge verlor Asifa das Bewusstsein, als sie aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Am 9. Juli 2015 gab der oberste Gerichtshof der Berufung der Staatsanwaltschaft statt und verschärfte die Strafe für beide. Hafid und Asifa wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit dieser Entscheidung wurden sie zu den jüngsten Menschen in Indonesien, die jemals zu einer so harten Strafe verurteilt wurden. Das Gericht stellte außerdem fest, dass Adesara das einzige Kind in der Familie war. Dies war ein unersetzlicher Verlust für Adesaras Eltern, ein Schmerz, der nie vergehen wird. Mit ihrem Tod wurde eine ganze Linie, eine Dynastie, ausgelöscht. Diese Grausamkeit konnte nicht ignoriert werden. Wahrscheinlich spielte genau das eine entscheidende Rolle sowohl bei der kulturellen Bewertung der Tragödie als auch bei der Härte des Gerichtsurteils. Glauben Sie, dass der Mord an Adesara im Voraus geplant war, oder handelte es sich um eine Entführung und Misshandlung, die außer Kontrolle geriet und in einer Tragödie endete? Dieser Fall löste in ganz Indonesien eine Welle der öffentlichen Empörung aus. Besonders schockierend war die Tatsache, dass die Täter so jung waren.
Die Tat führte zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte über das Problem der Jugendgewalt. Wenn man sich die sozialen Profile der Angeklagten ansieht, war Asifa ein ganz normales Mädchen. Nach der Trennung von Adesara schrieb Hafid beleidigende Beiträge in den sozialen Netzwerken, erniedrigte sie und versuchte sogar, ihre Online-Konten zu hacken. Gewalt unter Jugendlichen, einschließlich körperlicher Aggression und sogar Mord, ist weltweit nach wie vor besorgniserregend verbreitet. In den USA beispielsweise ist Mord die dritthäufigste Todesursache bei Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren. Wir denken oft, dass schreckliche Dinge irgendwo weit weg passieren, dass das Böse eine Abstraktion ist, dass solche Dinge nicht uns und nicht denen passieren, die wir kennen. Aber Sarah war eine ganz normale junge Frau. Sie lernte, lachte, half anderen, und eines Tages kam sie einfach nicht nach Hause zurück. In dieser Geschichte gibt es keine Monster mit Masken, nur Menschen. Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Der eine ließ sich von seiner Wut leiten, die andere ließ sich von ihrer Angst zu einer Komplizin machen, und die Gesellschaft sah zu oder schaute weg. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.